Moin, hallo und herzlich willkommen hier auf dem OLX Channel. Mein Name ist Guido und ihr habt es im Titel schon gesehen, es ging mal wieder in die Karibik und zwar 14 Tage lang über Weihnachten in 2024. Gestartet hier mit der Condor von Düsseldorf aus und zwar mit der ganz neuen A330 Neo. Das war ein sehr angenehmer Flug, leckeres Essen, guter Service und gutes Unterhaltungsprogramm hier auf den Monitoren. Was wir alles erlebt haben, seht ihr gleich nach dem Intro. Nach 8 Stunden Flug sind wir angekommen hier in Bridgetown auf Barbados und nach einem kurzen Shuttle-Transfer sind wir angekommen hier auf der AIDA Perla, unserem Zuhause auf Zeit für die nächsten 14 Tage. Und nach dem Check-in und Bezug der Kabine hat es uns direkt zum Abendessen getrieben hier ins beliebte Marktrestaurant. Viel mehr ist an dem Tag auch nicht passiert, denn wir waren ziemlich müde und K.O. von der Anreise. Unser erster Hafentag auf der Reise war hier in Kingstown auf St. Vincent. Ja, wir haben allerdings nicht viel von der Insel gesehen, denn unser Plan war, nach einem anstrengenden Anreisetag am Tag zuvor und 5 Stunden Zeitverschiebung den ersten Tag mal etwas ruhig und entspannt anzugehen. Und deswegen sind wir umgestiegen auf einen Katamaran. Und dieser Katamaran hat uns auf die benachbarte Insel Bequia gebracht. Bequia, eine vorgelagerte Insel. Wir sind mit dem Katamaran so circa 1 Stunde gefahren. Hat wunderschöne karibische Traumstrände und das war unser Plan für heute. Einen chilligen Tag am Strand und ein wenig den Jetlag ausschlafen. Die Überfahrt war ganz entspannt, man kann es hier sehen, das Meer war sehr ruhig. Es gab karibische Musik, Rumpunsch und eine wunderschöne Aussicht hier auf die Nachbarinsel. Hier liegt ja vor uns der Strand für unseren heutigen karibischen Strandtag, der Princess Margaret Beach. Der Strand ist gut bewirtschaftet, es gab also ausreichend freie Liegen und auch kleine Stände, zum Beispiel mit Getränken. Nach circa 3 Stunden ging es dann wieder zurück mit dem Katamaran in Richtung Kingstown. Wenn ihr selber mal Lust habt auf eine tolle karibische Kreuzfahrt oder eine Kreuzfahrt irgendwo anders hin auf dieser Welt, dann schaut doch gerne mal hier bei unserem Werbepartner vorbei. Dieses Video wird gesponsert vom Kreuzfahrtreisebüro kreuzfahrtanker.de. Kreuzfahrtanker bietet eine Top-Beratung für deine nächste Schiffsreise. Mit viel persönlicher Erfahrung über die verschiedenen Reedereien, Schiffe und Fahrtgebiete und einem kaum zu übertreffenden Kundenservice fast rund um die Uhr von morgens 7 bis abends 23 Uhr. Im Übrigen auch per WhatsApp erhaltet ihr hier eine individuelle Betreuung sowie wertvolle Tipps und Empfehlungen für die Buchung eurer nächsten Traumreise. Bei Kreuzfahrtanker endet die Beratung nicht mit der Buchung. Ihr erhaltet bei Vorbereitungen eurer Reise jederzeit Hilfe und Unterstützung. Nina und Dennis kennen viele Häfen aus persönlicher Erfahrung und so könnt ihr mit ihren Ausflugstipps bares Geld sparen. Natürlich ist Kreuzfahrtanker auch für euch da, wenn sich an den Reiseplänen einmal etwas ändert. Und für Kunden im Raum Dortmund gibt es die Beratung auf Wunsch sogar bei persönlichen Kundenbesuchen. Weitere Infos und Kontaktdaten findet ihr in der Videobeschreibung oder ihr scannt einfach den eingeblendeten QR-Code. www.kreuzfahrt-anker.de, dein Kreuzfahrtreisebüro mit persönlicher Erfahrung.
St. Vincent and the Grenadines, so ist der offizielle Name hier dieser Inselgruppe, und den Namen trägt sie im Übrigen seit der Entdeckung von Christoph Kolumbus im Jahre 1498, der hier nämlich am St. Vinzenz-Tag angelandet ist. An Tag 3 haben wir festgemacht hier in Castries. Das ist die Hauptstadt des kleinen karibischen Inselstaates St. Lucia. Wir hatten für den Tag tatsächlich auch einen Ausflug geplant. Der wurde allerdings von AIDA abgesagt, mangels ausreichender Teilnehmer. Wir waren eigentlich ganz froh darüber, denn die 5 Stunden Zeitverschiebung haben uns immer noch ein wenig in den Knochen gesteckt. So haben wir einen ganz entspannten Tag hier an Bord von AIDA Perla verbracht, sind noch ein wenig durch das Kreuzfahrtterminal geschlendert und dann hier entlang der Uferpromenade vom Hafen. Denn wenn man hier so lang läuft, kommt man dann zwangsläufig vorbei am Markt von Castries. Ja, und das ist so ein ganz typischer karibischer Markt mit allem, was man so für den täglichen Bedarf braucht. Also Obst, Gemüse, Fleisch und sonstige Dinge kann man hier kaufen. Bin hier einmal durchgeschlendert und habe mich verzaubern lassen von den spannenden Früchten, die man hier zu sehen bekommt, und Gemüse, was man noch nie gesehen hat, und den Düften dieses Marktes. Und dann haben wir uns noch ein wenig hier auf der AIDA Perla umgesehen, zum Beispiel hier auf der AIDA Plaza. Da gibt es nämlich auch diese Eisbar. Einige kennen hier diese Ecke vielleicht aus der Vergangenheit. Damals gab es hier den sogenannten Magnum Pleasure Store mit Magnum Eis. Mittlerweile gibt es hier die Eishausmarke und vor allem diese unglaublich leckeren Cruffles. Das sind Waffeln gebacken aus Croissants. Wahnsinnig lecker. An Tag 4 legen wir an hier in Roseau auf Dominica. Ja, Dominica ist ein Inselstaat und gehört hier zu den kleinen Antillen. Unser Ausflug hat uns ein wenig über die Insel geführt und wir sind gestartet hier am Hausberg der Stadt Montbreuse. Von hier aus ging es dann weiter in den Botanischen Garten, wo unser Guide uns alles Wissenswerte über Flora und Fauna der Insel erzählt hat. Und dieser Pfad hier, der hat uns geführt zum sogenannten Emerald Pool. Der Emerald Pool ist hier dieser kleine Teich am Fuße dieses Wasserfalls, hier mitten im Regenwald von Dominica. Wer wollte, konnte hier auch in dem kleinen Pool baden gehen. Wir haben die Sachen allerdings noch angelassen, denn später auf unserem Ausflug war noch ein Badestopp vorgesehen. Dafür haben wir die Handtücher dann noch trocken gelassen. Und das hier war der letzte Stopp auf unserem Ausflug am Mero Beach. Der Strand ist gut bewirtschaftet, es gab also ausreichend Liegen und Sonnenschirme und kleine Stände mit Getränken und Snacks und Souvenirs, also allem, was man für einen entspannten Strandnachmittag so braucht.
Aber Obacht, Dominica ist eine Vulkaninsel und so sind hier auch viele Strände mit schwarzem Sand versehen. So auch der Mero Beach. Das mag hier auf den Bildern gar nicht so aussehen, aber der Sand war sehr dunkel und wurde damit in der Sonne wirklich sehr heiß. Also am besten Badeschuhe mitnehmen, ansonsten verbrennt man sich hier schnell die Fußsohlen. Und am Abend haben wir ein neues Restaurant ausprobiert, was es hier auf AIDA gibt, und zwar das vegane Restaurant. Einige kennen diese Location hier noch als Kochschule. Auch wir haben vor einigen Jahren hier an der Stelle einen Kochkurs gemacht. Jetzt gibt es hier das vegane Restaurant. Ich kann das wirklich absolut empfehlen. Das Essen war ganz hervorragend, der Service war toll und ich habe überhaupt gar keine tierischen Produkte vermisst. Das ganze Menü war so abwechslungsreich und wirklich lecker. Probiert es gerne mal aus. Das vegane Restaurant gibt es auf AIDA Prima, Perla, Nova und Cosma. Heute sind wir auf Guadeloupe und unser Ausflug führte uns in den Zoo. Der Parc des Mamelles, so heißt der Zoo. Der liegt hier am Rande des Nationalparks von Guadeloupe und lässt uns die Flora und Fauna von Guadeloupe in seiner ganz natürlichen Umgebung entdecken. Die Zoopfade, die führen hier in die üppige Vegetation der Insel und man sieht hier Porzellanrosen, Baumfarne, wilde Orchideen, aber vor allem 85 verschiedene Tierarten wie Paradiesvögel, verschiedene Säugetiere, Vögel und Reptilien. Guadeloupe wird im Übrigen auch die Schmetterlingsinsel genannt. Und das nicht etwa, weil es hier besondere Schmetterlingsarten gäbe, sondern weil die beiden Hauptinseln der Inselgruppe aus der Luft aussehen wie die beiden Flügel eines Schmetterlings. Hier der Zoologische Garten liegt auf dem linken Schmetterlingsflügel. Diese Insel heißt Basse-Terre und ist eben eine sehr naturbelassene Insel mit dem großen Nationalpark, in dem hier auch der Zoologische Garten liegt. Guadeloupe ist im Übrigen ein französisches Überseedepartement und damit befinden wir uns hier tatsächlich auch in der Europäischen Union. Man mag es kaum glauben, aber wir sind hier tatsächlich in Frankreich. Das heißt, man kann hier überall in Euro bezahlen und unsere Handys haben sich auch ins europäische Handy-Roaming-Netz eingewählt. Was es hier im Parc des Mamelles im Übrigen auch gab, sind diese Hängebrücken, die einen hier durch die Baumwipfel des Zoos geführt haben. Man musste nicht diesen Weg gehen, also es gab auch befestigte Wege durch den Zoo, aber wer schwindelfrei genug war, der konnte sich hier hinaufwagen. Allerdings auch eine Empfehlung, bitte festes Schuhwerk anziehen, wenn man hier hinaufgeht, denn die ganze Angelegenheit war schon ziemlich wackelig. Guadeloupe gehört im Übrigen zu den französischen Antillen und hierzu gehören zum Beispiel auch Inseln wie Martinique, Saint-Barthélemy und Saint-Martin. Die Insel Saint-Martin kennen einige auch noch als Sint Maarten, denn diese Insel ist geteilt in einen französischen und einen niederländischen Teil. Heute sind wir hier auf Guadeloupe bzw. auf Basse-Terre. Die meisten Menschen von Guadeloupe leben allerdings auf der Nachbarinsel, auf dem rechten Flügel dieses Schmetterlings auf Grande-Terre. Und auf der Rückfahrt zu unserem Schiff im Hafen von Pointe-à-Pitre haben wir noch einen Zwischenstopp eingelegt, hier am sogenannten Krebswasserfall. Auch hier konnte man, wenn man denn wollte, noch ins kühle Nass hineinspringen und in dem kleinen Pool hier unter dem Wasserfall baden. Das haben wir allerdings nicht gemacht, da war auch eine ganze Menge los. Wir sind nur einmal vorbeigeschaut und dann wieder zurück zum Bus, der uns dann in den Hafen von Pointe-à-Pitre gebracht hat. Und zurück auf dem Schiff ging es dann hier in das französische Spezialitätenrestaurant auf Aida Perla, dem French Kiss.
Das French Kiss ist ein Restaurant, wo die Speisen inklusive sind, die Getränke sind allerdings hier extra zu bezahlen. Auf dieser Reise sind wir wirklich so gut wie gar nicht in den großartigen Shows gewesen, aber hier mal ein ganz kurzer Blick ins Theatrium. Wenn man jeden Tag eines Jahres einen anderen Strand besuchen möchte, dann soll das hier gehen, und zwar auf Antigua. Und so haben auch wir es gemacht. Wir haben einen Strandtag eingelegt und haben uns ein Taxi am Hafen genommen, um hier zum Friars Beach zu fahren. Der Friars Beach ist ein wunderschöner karibischer Sandstrand. Wir haben diesen Strand seinerzeit vor 5 Jahren schon mal besucht. Da war er tatsächlich noch ein wenig ruhiger und naturbelassener. Mittlerweile ist er etwas beliebter geworden. Das heißt, es gibt die ein oder andere Liege mehr, als wir es in Erinnerung hatten. Nichtsdestotrotz wirklich ein wunderschöner Strand mit weißem Sand, türkisfarbenem Wasser und Palmen, die Schatten spenden. Hier haben wir wirklich einen ganz entspannten Tag verbracht. Und auch wenn uns der Weihnachtsmann hier am Hafen begrüßt hat, hatten wir noch ein paar Tage Zeit bis Weihnachten. Dennoch hatten wir für diesen Abend etwas ganz Besonderes geplant. Und zwar nennt sich das Ganze Rossini einmal anders. Und das startet hier mit einem Champagnerempfang im Außenbereich. Und dazu gibt es diese unglaublich leckeren Köstlichkeiten, die hier zum Champagner gereicht wurden. Danach ging es dann ins Restaurant selbst, wo uns ein ganz hervorragendes 6-Gänge-Menü serviert wurde. Wir genießen den Aufenthalt hier im Rossini-Restaurant jedes Mal. Einmal auf einer AIDA-Reise sind wir auf jeden Fall hier in dem Restaurant anzutreffen und gönnen uns das. Eine absolute Empfehlung von mir, also wirklich mindestens einmal auf der Reise hier vorbeischauen im Rossini. Start with something small, jump into the water, ride that roller coaster, listen closer, take off all the buses, that's another getting closer, come on, come up to the highway. Tag 7 unserer Reise war der erste Seetag auf unserer Kreuzfahrt hier durch die Karibik. Und wir gehen ja gerne in die Sauna und so haben wir uns auch an dem Tag verwöhnen lassen hier im Body and Soul Spa auf Aida Perla. Was ich hier auf dieser Schiffsklasse ganz schön finde, ist, dass es Außenbereiche auf beiden Seiten des Schiffes gibt. So kann man sich dann jeweils nach den Vorlieben die Schatten- oder Sonnenseite des Schiffes aussuchen. Und an einem Seetag kann man natürlich alle Annehmlichkeiten hier an Bord genießen, ein wenig shoppen gehen, sich nach Lust und Laune verwöhnen lassen und so wie wir es auch gerne machen, vielleicht eine Runde Bingo spielen. Denn hier am Seetag gab es am Nachmittag wieder Bingo. Allerdings haben wir, wie immer, wenn wir mitspielen, nichts gewonnen. Heute sind wir in der Dominikanischen Republik und haben festgemacht hier in La Romana und damit dem aus meiner Sicht wirklich schönsten Kreuzfahrtterminal hier in der Karibik. Aber zu unserem Ausflug. Wir haben von Deutschland aus einen privaten Ausflug gebucht über Mariposa Tour und Dana hat uns, hier sieht man sie, dann in diese 3 Speedboote gepackt und mit denen sind wir dann wirklich hier rasant entlang der Küste der Dominikanischen Republik gesaust, um zur Nachbarinsel Saona zu kommen. Saona, eine Insel mit wunderschönen karibischen Stränden
Und da war dann auch direkt unser erster Stopp am Playa El Toro, so heißt dieser Strand. Unsere Gruppe war hier tatsächlich die einzige, die an dem Strand war. Das heißt, mit unseren 3 Booten haben wir hier am Strand angelegt und haben zunächst einmal eine ganz entspannte Zeit hier an diesem karibischen Traumstrand verbracht. Palmen, die Schatten spenden, türkisfarbenes, warmes Meer. Ja, so kann man es sich gut gehen lassen hier in der Karibik. Und nach einer kurzen, rasanten Weiterfahrt hier mit den Speedbooten sind wir am 2. karibischen Traumstrand hier auf Saona angekommen, am Santo de la Playa. Auch hier waren wir zunächst allein, konnten wir uns also ausbreiten und den schönen Strand genießen. Hier gab es auch kleine Stände, wo man Getränke bekam. Es wurden frische Cocktails aus Ananas und Kokosnuss gemacht. Man konnte sich auch massieren lassen, wenn man wollte. So nach und nach hat sich hier an dem Strandabschnitt allerdings gefüllt. Also es kamen immer mehr kleine Boote hier in die Bucht, sodass es dann zunehmend auch etwas voller wurde. Der nächste Stopp auf unserer Tagestour hier zur Isla Saona, das war das Dorf Mano Juan. Mano Juan ist die einzige bewohnte Stelle hier auf der Isla Saona. Ansonsten ist die gesamte Insel komplett naturbelassen und unbewohnt. Hier gab es dann ein kleines Mittagessen für den kleinen Hunger zwischendurch. Das war jetzt nichts Besonderes, aber als Snack durchaus willkommen. Und natürlich kalte Getränke hier in der karibischen Sonne. Wer mochte, der konnte mit unserem Guide Dana hier noch einen Dorfrundgang machen. Das haben wir natürlich wahrgenommen und sind unter anderem hier an diesem blauen Gebäude vorbeigekommen. Das ist die Polizei von Mano Juan und hier gab es tatsächlich auch 2 Gefängniszellen, die wir sehen konnten. Und was es hier in Mano Juan auch gibt, ist diese Schildkröten-Schutzstation. Was passiert hier? Die frisch gelegten Eier von Meeresschildkröten werden hier eingesammelt an den Stränden, damit sie eben nicht den Fressräubern zum Opfer fallen. Und somit werden die Überlebenschancen dieser kleinen Meeresschildkröten deutlich erhöht. Sobald sie geschlüpft sind, werden sie an ihren Ursprungsstrand zurückgebracht und können dort dann ins Meer und die weite Welt entdecken. Ja, und mit diesem Schutzprogramm wird hier tatsächlich das Überleben der Meeresschildkröten in der Region gesichert. Hier bei diesem kleinen Zwischenstopp in der Nähe der Mangrovenwälder, hier an der Seite konnte man sie kurz sehen, haben wir nochmal Halt gemacht, um Meeresschildkröten und Rochen beobachten zu können. Vom Boot aus waren sie auch ganz gut zu sehen. Ich habe sie allerdings so schnell nicht mit der Kamera einfangen können. Ja, hier war dann noch das dritte Boot, was dazu gekommen ist. Ja, und dann ging es weiter, hier auch wieder entlang jetzt der Küste der Dominikanischen Republik zu dieser natürlichen Sandbank. Diese Sandbank heißt Piscina und ja, hier kann man in dem hüfttiefen Wasser stehen, deutlich entfernt von der Küste, und da gab es dann eine kleine karibische Party mit Cocktails, Rumpunsch, kalten Getränken, chilliger Musik und guter Laune.
das war eine ganz angenehme und nette und entspannte Stimmung hier, bevor es dann weiterging, zurück mit den Speedbooten in Richtung unseres Ausgangspunkts. Ja, und wer selber mal Lust hat, diese Tour zu machen, hier übrigens die Verlinkung zu Mariposa Tours. Und mit der Rückkehr hier am Strand von Bahia Hibe war der Ausflug dann vorbei und es ging nach einer kurzen Taxifahrt dann wieder zurück hier zum Kreuzfahrtterminal von La Romana. An Tag 9 haben wir einen weiteren entspannten Seetag genossen. Zunächst einmal hier wieder im Body & Soul Spa und der Sauna und dem Wellnessbereich. Dann gab es danach ein leckeres Eis in der Eisbar. Aber vor allem am Nachmittag ein Event, was diejenigen gut kennen, die viele Reisen schon mit AIDA gemacht haben, nämlich dem AIDA Club Event. Wir sind eingeladen worden hier ins Brauhaus und ja, haben Bingo gespielt, haben einen leckeren Snack bekommen. Ich habe natürlich wieder nichts gewonnen beim Bingo. Ja, und haben einen ganz entspannten Nachmittag und nette Gespräche hier bei diesem Club-Event verbracht. Das Abendessen gab es dann im Casanova, dem italienischen Bedienrestaurant hier auf AIDA Perla. Auch in diesem Restaurant bekommt man die Speisen inklusive und die Getränke sind extra zu bezahlen. Wir sind heute auf Curaçao und haben festgemacht hier in der Inselhauptstadt Willemstad. Curaçao gehört zu den sogenannten ABC-Inseln und ja, ist das C bei ABC. A ist Aruba, B Bonaire und C eben Curaçao. Wir haben mittags hier angelegt in Willemstad und sind zunächst zu Fuß hier entlang der Uferpromenade spaziert, um in die Stadt hineinzukommen. Sunsets and shores far from home. Von den gut 150.000 Einwohnern der Insel leben tatsächlich die meisten hier in der Inselhauptstadt Willemstad. Gut 140.000 Menschen leben hier. Ja, und wenn man hier durch die Stadt läuft, hat man das Gefühl, man läuft durch eine typische holländische Kleinstadt, die irgendwie in bunte Farbtöpfe getaucht wurde. Hier zu sehen im Übrigen die Königin-Emma-Brücke und das ist eine ganz besondere Brücke. Diese schwimmende Holzbrücke lässt sich nämlich tatsächlich komplett zur Seite fahren. Das heißt, die ganze Brücke schwimmt dann zur Seite, wenn Schiffe hier durch die St. Anna Bay fahren wollen, um in den Hafen zu kommen. Für den heutigen Tag hatten wir tatsächlich keinen Ausflug gebucht, sondern sind hier auf eigene Faust in die Stadt hineinmarschiert. Das ist ein relativ kurzer Fußweg. Vom Hafen hier bis in die Innenstadt läuft man vielleicht so 10-15 Minuten und schon ist man hier mitten im bunten Treiben von Willemstad. Es war relativ warm an dem Tag, vor allem mit einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit, sodass wir eigentlich ganz froh waren, dass die Geschäfte geöffnet waren und wir dann in den klimatisierten Räumen ein wenig shoppen konnten. Ansonsten sieht man es, die Stadt ist wirklich ganz toll gestaltet, bunt angemalt. Überall haben Künstler die Hauswände gestaltet mit tollen, bunten Motiven. Also da lohnt es sich, auf Entdeckungstour zu gehen und die Kamera dabei zu haben, um diese tollen Motive einzufangen. Try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere else. I'll never find. Und zurück über die Königin-Emma-Brücke ging es dann wieder in Richtung Hafen, hier vorbei, auch in diesem kleinen Bar- und Restaurantviertel. Und da wir einen Overnight-Stay hier auf Curaçao hatten, sind wir am Abend nochmal in die Stadt gegangen. Da muss man dann auch keine Sorge haben, dass das Schiff ohne einen losfährt, denn wir sind noch den ganzen nächsten Tag hier auf Curaçao gewesen. Eine kleine Überraschung war, wir sind hier mitten in einen Weihnachtsumzug gelaufen. Das war wirklich ganz nett anzuschauen. Und dieser kleine Umzug hier, der gehörte zu einer größeren Veranstaltung, die hier stattgefunden hat. Dazu sage ich gleich noch mehr. Nicht wundern, hier ganz viele Menschen waren tatsächlich als Weihnachtsmänner verkleidet. Was das auf sich hat, dazu gleich mehr.
Zunächst einmal sind wir hier weiter in die Innenstadt gelaufen und hier hat man es gesehen, wie toll die Innenstadt beleuchtet war hier am Abend. Alles war mit toller Weihnachtsdekoration beleuchtet. Die Königin Emma Brücke war hübsch beleuchtet. Und hier sind wir dann auch nochmal in den Stadtteil auf die andere Seite gegangen. Und von dort aus konnte man noch ein wenig durch die Innenstadt schlendern bis hin zu einem kleinen Weihnachtsmarkt. Send me someone I can talk to. We'll share stories of our childhood memories of Christmas past. Chestnuts on an open fire and another log to make it last. Und hier sieht man sie wieder, die Weihnachtsmänner, sie laufen, nämlich hier am Curaçao Santa Run nehmen sie teil. Das ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung hier am heutigen Tag. Hier wird Geld gesammelt für bedürftige Familien, damit auch diese ein wunderschönes Weihnachtsfest feiern können. Am zweiten Tag hier auf Curaçao waren wir dann wieder unterwegs, diesmal mit einem geführten Ausflug. Wir sind unterwegs gewesen mit einem ganz bunten karibischen Bus ohne Fenster hier von Iri Tours und sind zunächst einmal vorbeigefahren hier an diesem Salzsee. Das war früher eine Salzgewinnungsanlage, heute wird hier kein Salz mehr abgebaut. Dafür gibt es immer noch diesen Salzsee hier, der gerne besucht wird, im Übrigen von Flamingos, die wir hier sehen konnten. Und weiter hat uns unser Ausflug dann geführt zu den Hato-Höhlen. Diese Tropfsteinhöhle ist anders als man erwartet tatsächlich nicht kühl. Also wer hier vorhat, in die Hato-Höhlen zu fahren, der sollte sich darauf einstellen, dass es hier innen drin wirklich warm und stickig ist. Da liefen überall Ventilatoren, sonst hätte man es hier in den Höhlen kaum aushalten können. Die Bilder, die hier zu sehen sind, sind tatsächlich alle an einer Stelle entstanden, denn an den meisten Stellen der Höhle ist Filmen und Fotografieren tatsächlich untersagt. Und diesen Ausflug haben wir gebucht über meine Landausflüge. Und wer Ausflüge gerne in kleineren Gruppen macht und auch noch ein wenig Geld sparen möchte, der schaut hier gerne mal vorbei. Ich verlinke euch meine Landausflüge unten in der Videobeschreibung oder ihr scannt einfach den QR-Code. Und bleibt noch etwas dran, dann erkläre ich euch später, wie ihr noch ein wenig mehr Geld sparen könnt. Und der letzte Stopp war hier dieser kleine Fischerhafen. Und hier sieht man sie gerade kommen mit ihrem Fang, unter anderem hier diesem Gelbflossen-Thunfisch. Und da die Fische hier direkt am kleinen Fischerhafen ausgenommen werden und die Fischreste ins Meer gehen, das lockt dann hier diese Meeresschildkröten an. Die kann man hier in der Bucht auch beobachten. Man kann auch ins Wasser gehen und sie unter Wasser beobachten. Ich habe es auch versucht, bin allerdings relativ schnell wieder aus dem Wasser herausgekommen. Denn ehe ich mich versehen habe, ist mir eine kleine Wasserschlange begegnet. Das war mir dann doch ein wenig unheimlich, sodass ich am Ende die Tiere hier nur vom Steg aus filmen konnte. Unter Wasser gab es dann für mich nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Und zurück auf dem Schiff gab es dann hier auf der AIDA Plaza noch einen kleinen Adventsmarkt, ja, mit kleinen Ständen, wo es Snacks und Souvenirs und Kleinigkeiten aus den Shops gab, konnte man sich hier noch ein wenig die Zeit vertreiben am Abend. Wir haben Tag 12 unserer Karibik-Kreuzfahrt und machen heute fest hier in Oranjestadt auf Aruba, der zweiten der ABC-Inseln, die wir hier besuchen. Auf unserem heutigen Ausflug, und wir waren wieder eine sehr kleine Ausflugsgruppe, ich glaube wir waren zu 10, haben wir zunächst Stopp gemacht hier in einer Aloe Vera Farm, beziehungsweise Farm und Fabrik, denn hier wurden nicht nur die Pflanzen gezüchtet, sondern auch tatsächlich dann zu Pflegeprodukten weiterverarbeitet. Zunächst einmal wartet man im Eingangsbereich in diesem kleinen Museum, will ich es nennen, bis die Führung beginnt, und dann gibt es hier eine ortskundige Kollegin oder Kollegen der Farm, die einem dann alles Wissenswerte beibringt über die Aloe Vera Pflanze und dem, was man alles so daraus herstellen kann.
Die Führung brachte uns dann auch hier noch in diese kleine Produktionsstätte, wo die ganzen Pflegeprodukte hergestellt werden. Diese werden im Übrigen hier nicht nur auf der Insel vertrieben, sondern tatsächlich auch in Shops überall auf der Welt. Unter anderem zum Beispiel auch in Holland gibt es eine Niederlassung. Weiter ging es dann hier zu einer Straußenfarm und hier gab es nicht nur Strauße, sondern auch noch andere Vögel, wie man sieht, wie zum Beispiel hier dieser Pfau oder die Emus, die hier im Schatten stehen. Aber am Ende ging es natürlich um diese großen Tiere hier, die Strauße. Deswegen waren wir auch hier. Das sind ganz zutrauliche Tiere, wie wir hier erlebt haben. Und man kann ihm wirklich sehr nahe kommen. Allerdings hatte ich doch gehörigen Respekt, denn sie sind schon ziemlich groß und haben ziemlich scharfe Krallen unten an den Füßen. Ja, hier sieht man es, die werden hier auf der Farm in der Regel paarweise gehalten. Die Tiere mit den dunklen Gefieder, das sind die Männchen, und die Weibchen haben dieses braun-graue Gefieder. Ja, auch wenn sie sehr zutraulich sind, habe ich doch ein wenig Respekt vor ihnen gehabt und ordentlich Abstand gehalten. Denn auch wenn sie ganz putzig und friedfertig aussehen, wenn sie mit ihren Schnäbeln zuhacken, glaube ich, können sie einem schon ordentlich wehtun. Auch wenn wir die Tiere hier füttern konnten, haben wir es persönlich dann nicht getan. Denn hier sieht man es, sie haben mit ihren Schnäbeln schon ordentlich in die Hände hineingehackt. Also da muss man ordentlich auf die Finger aufpassen. Der nächste Stopp auf unserer Tour war die sogenannte Natural Bridge, also die natürliche Brücke. Man muss allerdings sagen, dass die Hauptattraktion, also die große natürliche Brücke hier am Ufer, inzwischen eingestürzt ist. Hier sieht man es, durch Korrosion ist irgendwann diese Brücke in sich zusammengefallen. Aber direkt daneben gibt es noch eine etwas kleine natürliche Brücke hier am Meer. Hier kann man es sehen und hat so in etwa eine Vorstellung, wie das dann ausgesehen haben mag, als die große Brücke hier noch über die Brandung hinweg reichte. Und unweit von der natürlichen Brücke entfernt war hier die Ruine einer alten Goldmine zu sehen. Hier konnte man noch ein wenig durch das Gebäude kraxeln und von hier aus dann den Blick aufs Meer genießen. Und von dort aus ging es dann aber auch relativ schnell weiter. Das heißt, der Stopp war hier wirklich nur kurz. Der nächste Stopp war hier an der Alto Vista Kapelle. Die Kapelle befindet sich hier im Nordwesten der Insel, unweit des Dorfes Nord, und ist datiert auf das Jahr 1952. Jedoch der Standort hier selbst hat eine viel, viel längere Geschichte, denn hier stand bereits die erste Kirche auf Aruba. Sie ist im Übrigen der Mutter der Jungfrau Maria gewidmet. Und mit Blick hier auf den California-Leuchtturm zeige ich euch, wie ihr nochmal extra Geld sparen könnt. Schaut vorbei auf olix-channel.de. Da wird euch erklärt, wie ihr den Gutschein für nochmal 10% extra Rabatt auf Ausflüge von Meine Landausflüge bekommt. Montag 13 war nicht nur ein Seetag, denn es war ein ganz besonderer Seetag. Es war Heiligabend, der 24.12.2024, und wir waren den ganzen Tag hier auf dem Karibischen Meer unterwegs bei ganz fantastischem Wetter. Um die, glaube ich, 29 Grad hatten wir. So ließ es sich ganz gut aushalten hier an Weihnachten in der Karibik. Wir sind tatsächlich den ganzen Tag von Albatrossen begleitet worden. Das war wirklich ganz interessant zu beobachten. Die sind auf beiden Seiten des Schiffes die ganze Zeit neben uns hergeflogen und ab und zu ins Meer eingetaucht, um Fische zu fangen. Ja, das ganze Schiff war natürlich weihnachtlich dekoriert, sodass man so nach und nach auch ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen ist. Auch wenn das bei fast 30 Grad und Sonnenschein in der Karibik ein wenig schwerer fällt als normalerweise. The world in solemn stillness lay to hear the. Und für die Kinder an Bord gab es am Nachmittag natürlich noch tolles Programm. Der Weihnachtsmann war zu Besuch im Theatrium und so haben die Kinder natürlich dann auch am Nachmittag des Heiligen Abends ihre Geschenke bekommen.
Wir sind zum Abendessen gegangen ins Steakhouse. Da gab es ein ganz leckeres 4-Gänge-Menü. In den anderen Restaurants wurden auch Spezialmenüs serviert an dem Abend. Das war wirklich wieder ganz lecker. Wir gehen ja gerne ins Steakhouse, weil man da eigentlich eine ganz hervorragende Küche bekommt. Allerdings zu beachten, im Steakhouse sind natürlich Speisen und Getränke in jedem Fall extra zu bezahlen. Und am Abend wurde es dann richtig weihnachtlich bei der großen Weihnachtsshow hier im Theatrium. Ich zeige euch hier mal ein paar kurze Ausschnitte von der Show. Liebe Gäste, ich freue mich, heute hier im Theater, in unserem Wohnzimmer, gemeinsam mit Ihnen, unserer Besatzung, diesen besonderen Abend zu verbringen. Heute machen wir fest hier in St. George auf Grenada. Und Grenada wird ja auch die Gewürzinsel genannt. Und diesen Namen trägt sie wirklich absolut zurecht. Denn hier wächst praktisch alles. Von Nelken und Lorbeeren über Vanille und Zimt bis hin zu Safran und Kakao. Aber vor allem natürlich Muskatnuss. Das ist hier der Exportschlager. Denn Grenada liefert so circa 1/3 des gesamten Weltbedarfs an Muskatnuss. Und so war es natürlich folgerichtig, dass wir hier vorbeischauen in einem Muskatnussmuseum. Hier wurde uns alles gezeigt und erklärt von der Herstellung der Nüsse und der Weiterverarbeitung. Und das Gute ist, man konnte sich hier wirklich günstig eindecken mit großen Mengen Muskatnuss für den heimischen Bedarf. Also es lohnt sich, ein wenig Platz im Koffer zu lassen. Dann kann man zu Hause Familie und Freunde wirklich versorgen mit reichlich Muskatnüssen für die nächsten Jahre. Der nächste Stopp auf unserer Tour war hier der sogenannte Grand Etang Nationalpark. Und hier wurden wir zunächst begrüßt von diesen Affen. Das sind sogenannte Mona-Affen. Gebürtig sind sie gar nicht von hier, sondern es ist eigentlich eine afrikanische Affenart, wurde allerdings im 18. Jahrhundert dann mit Sklavenschiffen hier eingeschleppt. Ja, die Affen sind eigentlich ganz zutraulich und freundlich, ernähren sich auch hauptsächlich von Obst. Das heißt, wenn man ein wenig Obst dabei hat, dann nehmen sie es einem auch aus den Händen. Ansonsten sind sie nicht so frech wie manche Affen, die man woanders erleben kann auf der Welt, die einem dann die halbe Tasche ausräumen. Also sie sind tatsächlich nur an Obst interessiert. Ja, von hier oben hatte man auch einen ganz guten Blick auf diesen See da unten. Das ist ein Kratersee, denn wir sind hier auf einem Vulkan unterwegs gewesen. Und der Wanderweg, der führte hier so ein bisschen durch den Nationalpark und den Regenwald, von wo aus man dann eben hier und da tolle Ausblicke über die Insel und über den Regenwald hatte, bis hinunter zum Meer. Ja, es war ein wenig diesig, also man kann es nicht so richtig gut sehen, aber faktisch konnte man bis zum Meer schauen, hier oben von dem Vulkanberg aus. Das hier war der Wanderweg, der dann durch den Regenwald geführt hat, und zum Schluss sind wir dann noch gekommen hier zu diesem Kratersee. Es heißt, niemand weiß so recht, wie tief er tatsächlich ist. Keine Ahnung, ob es stimmt, zumindest hat es unser Guide so erzählt. Aber was es hier Besonderes in diesem Kratersee gibt, das sind Koi-Karpfen. Hier können wir sie sehen, angeblich von den Chinesen hierher gebracht worden. Das kann gut sein, aber hier kann man sie beobachten im Kratersee, die Koi-Karpfen.
Der nächste Shop, der führte uns hier in eine Schokoladenfabrik und hier wurde uns alles erklärt, wie die Herstellung der leckeren Süßigkeit funktioniert. Vom Fermentieren der Kakaobohnen bis zum Trocknen hier in der Sonne und natürlich dann am Ende die Herstellung der Schokolade selbst. Wir konnten auch einen kurzen Blick hier in die Manufaktur werfen und natürlich am Ende in den Shop und da durften wir die verschiedenen Schokoladensorten auch alle ausprobieren. Der letzte Stopp auf unserer Tour war der sogenannte Concorde-Wasserfall. Einer von vielen Wasserfällen, die wir hier in der Karibik gesehen haben. Auch hier hätte es die Möglichkeit gegeben, unten in dem kleinen Teich am Fuße des Wasserfalls baden zu gehen. Das hat allerdings niemand von unserer kleinen Gruppe gemacht. Denn wir waren am Ende irgendwie dann doch froh, als es irgendwann zurück zum Schiff ging. Der Ausflug ging relativ lang und es war warm und irgendwie waren wir doch ziemlich kaputt nach dieser langen Tour über die Insel. Von daher haben wir uns den Wasserfall nur angesehen und niemand ist baden gegangen. Und jetzt legen wir das letzte Mal ab hier von Grenada, denn das war unser letzter Hafenstopp hier auf unserer 14-tägigen Kreuzfahrt durch die östliche Karibik. Am nächsten Tag ging es dann von Barbados aus nur noch ins kalte und winterliche Deutschland zurück. Wir hatten 2 ganz fantastische Wochen hier in der Karibik und haben das wirklich sehr genossen. Ich kann es absolut nur empfehlen, in der kalten Jahreszeit ein wenig zu entfliehen und hier in die warme Karibik zu fahren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch hinterlasst und für diejenigen, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben, einfach unten auf Abonnieren klicken. Das kostet nichts und unterstützt diesen Kanal ungemein. Und für noch mehr Informationen rund um Kreuzfahrten, schaut gerne vorbei auf meiner Internetseite olix-channel.de. Bleibt mir Danke zu sagen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Guido vom Olix Channel.